In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man hier diesen Oszillator berechnen kann. Das ist der MACD, der ist ziemlich beliebt und wir wollen mal schauen, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den MACD-Indikator verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die notwendige Handelsbibliothek mit Include Trade MQH ein. Dadurch können wir die von der Klasse cTrade bereitgestellten Handelsfunktionen nutzen. Als nächstes erstellen wir eine Instanz der cTrade-Klasse mit dem Namen Trade. In der Funktion OnTick beginnen wir mit der Berechnung des Ask-Preises. Wir verwenden die Funktion SymbolInfo-Double, um den aktuellen Ask-Preis für das Symbol zu erhalten, und normalisieren ihn mit NormalizeDouble auf die richtige Anzahl von Ziffern. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bid-Preis mit SymbolInfo-Double und NormalizeDouble, um den aktuellen Bid-Preis für das Symbol zu erhalten. Anschließend erstellen wir eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir ein Array mit dem Namen MyPriceArray, um verschiedene Preiswerte zu speichern. Um die Eigenschaften des MACD-Indikators zu definieren, verwenden wir die Funktion IMACD. Wir übergeben die Parameter Symbol, Periode und MACD 1226.9 zusammen mit Price Close, um den MACD auf der Grundlage der jeweiligen Close-Preise zu berechnen. Wir verwenden die Funktion CopyBuffer, um unser MyPriceArray mit den MACD-Werten zu füllen. Wir geben die MACD-Definition, den Pufferindex 0, die Startposition 0 und die Anzahl der zu kopierenden Werte 3 an. Als nächstes ermitteln wir den Wert des MACD der aktuellen Kerze, indem wir auf das erste Element von MyPriceArray zugreifen und ihn in der Variablen MACD-Wert speichern. Wenn der MACD-Wert größer als 0 ist, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn der MACD-Wert kleiner als 0 ist, setzen wir das Signal auf Kaufen. Für die Verkaufsbedingung gilt, wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, Positionstotal ist kleiner als 1, führen wir einen Verkaufshandel von 10 Microlots aus. Wir verwenden die Funktion Trade.Sell mit den Parametern Volumen 0,10 Symbol, Price, Bid, Stop-Loss, Bid 200 Punkte, Take Profit, Bid 150 Punkte und Kommentar 0. Für die Kaufbedingung gilt, wenn das Signal Kaufen lautet und es keine Offenposition gibt, führen wir einen Kaufhandel von 10 Mikrolots aus. Wir verwenden die Funktion Trade.Buy mit den Parametern Volumen 0,10, Symbol 0, Price Ask, Stop-Loss Ask 200 Punkte, Take Profit Ask plus 150 Punkte und Kommentar. Schließlich geben wir das aktuelle Signal mit der Funktion Kommentar in das Chart ein. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun im Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den MACD-Indikator verwendet, um mit ein paar Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, im Idealfall sollten Sie jetzt auf Ihrem Chart die ersten offenen Positionen sehen und auch der MACD wird berechnet. Wenn das nicht geklappt hat, ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.